Das hier ist der Dschungel von Veracruz und wie ihr sehen könnt, ziemlich roughes Terrain hier. Gestern ein paar wilde Kämpfe gehabt und mein T-Shirt hat es nicht ganz überlebt. Wir sind in Veracruz, der nächste Bundesstaat, und ja, es ist eigentlich alles ziemlich flach hier, ziemlich viel Weideland. Heute Nacht haben wir hier ein bisschen in etwas waldigeren Gegenden übernachtet. Hier stand unser Zelt. Es geht weiter durch den Wald. Ein paar kleine Dörfer stehen heute auf dem Plan. Wetter ein bisschen bewölkt. Ja, aber es sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich hoffe, dass es keine weiteren Überraschungen gibt. Wir haben noch nicht den richtigen Akzent drauf, glaube ich. Das Wetter scheint richtig gut zu sein. Die Sonne kommt jetzt raus und wir sind auf der Bikepacking-Route, die auf der bikepacking.com-Seite vorgestellt wurde, die durch Mexiko nach Guatemala führt. Und wir wollen die fahren. Ja, wir haben eine kleine Begleiter vor uns jetzt. Lauf doch zur Seite, Junge. Na gut. In 5 Tagen ungefähr wollen wir nach San Cristobal ankommen und jetzt genießen wir die Fahrt durch den Dschungel und nachher wieder fahren wir in die Berge. Aber hoffen, dass diesmal wird das nicht regnerisch, sondern sonnig sein und dann haben wir total andere Erfahrung. Hi. Coca. Oh, no, gracias. No toma coca. No, tenemos. Okay. Gracias. Muchas gracias. Coca-Cola. Where you come Perfecto. from? United States? No, Alemania. Alemania. Sí, Germany. Where are you going? To Chiapas. Chiapas. Sí. Oh, you all the way here. Sí. You have a motorcycle? No, no motorcycle. Bicycle. Bicicleta. You must. Sí, esta nuestra moto. Chiapas, where go more? De Guatemala. Guatemala. And Guatemala, Belize y México, Cancún. then go back to Germany. Sí. Oh, okay. That's good. Muchas gracias. Adiós, amigo. Wurde jetzt abends irgendwie schon doch langsam dunkel und das Problem hier ist, hier sind halt überall diese Felder, überall diese Weiden mit den Rindern und den Pferden drauf und die sind halt alle komplett eingezäunt und eigentlich fahren wir den ganzen Tag, wenn wir außerhalb der Dörfer sind, nur entlang an Stacheldraht. Und heute Abend war es halt auch genauso, wir haben keinen Platz gefunden und dann haben wir hier im Hintergrund, seht ihr, das kleine Häuschen gesehen. Sind hierher gefahren, haben Hallo gerufen und haben gefragt, ob wir hier unser Zelt aufstellen dürfen oder haben kurz erzählt, dass wir aus Deutschland sind, dass ich Michel heiße und dass wir mit dem Fahrrad kommen und
ja, ob wir hier unser Zelt aufstellen können, dass wir alles haben, dass wir gar nichts brauchen. Nur ein Plätzchen für unser Zelt. Und ja, der José Manuel, so heißt er, hat freundlich zugesagt, gar kein Problem. Und ja, jetzt bauen wir hier unser Zelt auf. Sehr cool. Gut geschlafen. Sehr gut geschlafen. Und danach von Hennen morgens früh um 5 so langsam geweckt. Die wurden irgendwie lauter und lauter. Guter Wecker. Manuel, nos vamos. Muchas gracias por tu hospitalidad. Muchas gracias. Gracias. So, da sind wir. Hier ist Mexiko. Und wir zoomen ein bisschen rein. Hier ist Veracruz. Und hier ist unsere geplante Route. Und das Krasse ist, echt, das ist das allererste Mal. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier bei diesem Punkt, da sieht man noch die weiße Straße. Und wo wir jetzt sind, sieht man echt keine Straße mehr. Das ist das erste Mal auf Maps.me, dass die Straße nicht eingezeichnet ist, obwohl sie wirklich gar nicht so schlecht ist, aber ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist es irgendwie doch zu doll in der Wildnis, keine Ahnung. Die Straße ist nicht auf der Karte. Oh, wir befinden uns auf die nicht existierende Straße. Eine Premiere. Das ist absolut eine Premiere, ja. Bis dato hat Maps.me echt immer ausgezeichnet funktioniert. Hat uns wirklich alle Wege gezeigt, die kleinsten Schleichwege. Ja, aber hier haben wir eben die offizielle Straße verlassen und sind jetzt ungefähr so 50 Kilometer, wo quasi schon auf der Karte noch Dörfer eingezeichnet sind. Dörfer gibt es, aber halt keine Straße, die es verbindet. Aber ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Und wenn die Dörfer da sind, werden wir den Weg, glaube ich, schon finden. Buenos dias. Buenos días, buenos días. Wow. Kommt jetzt zurück mit dem Wasser. Willst du einen großen Schluck noch machen? Wow. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Schaut euch das an. Hier haben wir gestern übernachtet. Der perfekte Platz.
mitten im Dschungel auf einmal diese freie Fläche. Da steht das Zelt, davon haben wir gekocht und hier geht ein kleiner Weg über diesen kleinen Hügel da vorne zur Straße. Absolut perfekt. Es wurde gestern auch schon wieder dunkel und ja, das gleiche Problem wie so oft, wieder keinen Zeltplatz gefunden und auf einmal tauchte dann diese kleine Lichtung hier auf. Gestern Abend sind wir auch in den nächsten Bundesstaat gekommen. Wir sind jetzt in Chiapas. Der letzte Bundesstaat auch für uns erstmal in Mexiko. Nach Chiapas geht es direkt nach Guatemala. Und Chiapas zeichnet sich dadurch aus, dass es einer der artenreichsten Plätze der Welt ist. Flora und Fauna. Also ja, es gibt super viele unterschiedliche Pflanzen, Bäume, Büsche und super viele unterschiedliche Tiere. Schlangen, Spinnen, Skorpione. Na, ist schon jemand wach da? Jo. Ich höre genau zu, was hier alles gibt. Und ich gehe jetzt nicht raus. Yes. Die Berge hören nicht auf. Es sind ungefähr 15 Kilometer, bis wir wieder auf die Hauptstraße kommen. Und ich glaube, die werden auch wieder ziemlich anstrengend sein. Vor allem heute knallt die Sonne so dermaßen, dass das alles komplizierter macht, weil es super heiß ist. Und man schwitzt auch so, weil es anstrengend ist. Aber ja, andererseits, blauer Himmel ist schön. Und 15 Kilometer ist auch nicht so viel. Bis daher ist schon alles gut. Und wer sein Rad liebt, der schiebt. Weißt du, wie der See heißt? Nezahualcoyotl Talsperre. Nezahualcoyotl Talsperre, also Stausee. Der Nezahualcoyotl. Coyote sind diese Wölfe, oder? Würde ich sagen. Nee, Kojoten. Das ist Coyotl. Nezahualcoyotl.
Coyote. Uff. Hat ganz schön lange gedauert, bis ich das gerade auswendig lernen konnte. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Geht vielleicht noch ein bisschen hoch, aber es geht jetzt eigentlich Tendenz sehr gut runter bis zum nächsten Dorf, bis zur nächsten Stadt. Und dann haben wir Asphalt bis San Cristobal de las Casas. Die nächsten 200 Kilometer? Ja, 200, ne? Ja. Hoffentlich nicht so viele Berge. Dein Kommentar? Oh, mein Kommentar. Das Spruch, dass es tendenziell nach unten geht, kann ich mir schon tätowieren lassen, glaube ich. Oh, es gibt das Wald. Und es geht tendenziell nach unten. Gut, okay. Gestern Nacht in dem Hotel hier geschlafen. Ja, tat ganz gut. Eine schöne Dusche, schönes Bett, Klimaanlage. Luxus. Luxus, absolut. Für 200 Pesos. Hotel Mar Eugenia. Boah, geil, gerade noch den Melonenmann erwischt. Buenas tardes. Eine kostet 30? Ja. Ja, ist doch gut. Ja. Perfekt. 30? 30? Ja. Ah, perfekt. Muchas gracias, señor. ¿Dónde va? De San Cristobal de las Casas. ¿A San Cristóbal? Sí. Ah, pues queda más cerca. Por acá, por Sogalón. Oh, no, no. No queremos. Órale. Gracias. Adiós. Von deinen Schatten. Ja. Das ist sehr gut. Perfekt. Ja, wir haben die feuchten Gebiete verlassen, jetzt wird es wüstiger und heißer. Aber erstmal, eigentlich müssen wir jetzt hochfahren und da oben ist wieder Dschungel. Chiapas lass uns schnell. ist Dschungel. Schnell erhoben. Ja. Was meinst du? Ja, ich glaube, heute müssen wir über den Zaun. Es wird
alles hier eingezäunt. Jeder kleine Stück Flachland oder alles, Wald, Berge, alles. Und wir finden gerade keinen Campingspot und es wird dunkel. Und ja. Ja, deswegen genau, da vorne ist ein kleines Tor. Ja, ich gucke mir das jetzt mal an. Wofür sind die ganze Zeit Autos? Und irgendwie sieht das auch nicht so gut aus. Es ist dunkel und wir fahren immer noch. Der Platz war nicht so gut. Und jetzt ist unser Plan, bis zum Dorf zu kommen und da bei den Leuten zu fragen, ob wir auf deren Grundstücken unser Zelt aufbauen können. Oder ob da ein Hotel gibt, keine Ahnung. Dunkel. Hey. Boah. Voll geil. Wir haben es geschafft. Ein Hotel. Oh, mit Tannenbaum noch. Hab ich gesehen. Boah. Das war hart. Das war hart. Aber Obwohl, so hart war es gar nicht. Es war ungewohnt. das war so ungewohnt. Aber das mit dem Plan B und dass wir wussten quasi, dass der Dorf echt nicht weit weg ist, Ja, das war schon okay. das war gut. Das war super. Und war sehr gut gemeistert, die Situation. Jetzt haben wir das Abendessen fertig gekocht. Und zwar, wir haben einen Salat gemacht aus Salat, Tomaten und Erbsen. Und dann gibt's als Hauptgang Nudeln mit Soja-Bolognese. Mega gut. Also es sieht folgendermaßen aus. Wir haben uns für heute eine Mörderetappe vorgenommen. Wahrscheinlich eine der krassesten Etappen auf unserer ganzen Tour. Aber ich denke, es sieht ganz gut aus. Wir werden es, glaube ich, schaffen. Also wir haben uns vorgenommen, die 80 Kilometer bis nach San Cristobal voll zu fahren. Und ungefähr, ja, ich glaube, es werden im Endeffekt knapp 2000 Höhenmeter werden. Stand der Dinge ist, wir haben 38 Kilometer. Wir fahren seit knapp 4 Stunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 10 km/h. Und wir haben bereits 950 Höhenmeter. Und es ist 1 Uhr. Wenn wir jetzt noch ein kleines Stückchen weiterfahren, dann werden wir gleich erstmal Mittagspause machen. Und danach die zweite Etappe starten. Die Hälfte haben wir eigentlich ziemlich genau in allen Zahlen. Sowie Kilometer als auch Höhenmeter als auch Fahrzeit. Ich denke, das passt alles ganz gut. Von daher, ich denke, wir haben gute Chancen. Heute Abend 18 Uhr ist ETA in San Cristobal. Ich denke, die Chancen stehen gut, dass wir diese krasse Etappe schaffen. Ja, jetzt weißt du, wir sind auf Doping. Wir sind auf Doping. Obwohl eigentlich nichts los ist, haben wir uns ein bisschen Küttersalbe auf unsere Beine und Knie. Ja, weil es halt echt wirklich hilft gegen Muskelkater, gegen Zerrung und so weiter. Und ich habe das echt vor ein paar Wochen oder sowas gehabt. Da habe ich mir echt ich hatte irgendwie, glaube ich, ein bisschen so Zerrung oder Muskelkater oder so, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ich habe das echt genommen und ich habe das echt ein paar Stunden später gemerkt, wie viel krass besser das sich angefühlt hat. Und ja, weil wir heute halt eine ziemlich harte Etappe vor uns haben, nehmen wir das einfach mal prophylaktisch und hoffen, dass wir da dann gleich Nicht nachmachen. den Berg hochrollen, genau. Nicht zu Hause nachmachen, genau.
66 Kilometer. 9 km/h Durchschnittgeschwindigkeit. 51 km/h Maximalgeschwindigkeit. Uhrzeit 17:53 Uhr. Höhe 2400 Meter. Insgesamt Höhenmeter gemacht heute 1845 Höhenmeter. Und 50 Meter vor uns ist der letzte Pass. Und der Typ überholt uns! No! Woo! Hey. No, Tango, gracias. Bueno, nos vemos, cuídense. Buen viaje. A ver si